Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um das Thema Elektroscooter. Ich steige mal auf und dann fangen wir mal locker an. Schulterblick, Handzeichen und los geht die wilde Fahrt. Ja, was ist allgemein zu sagen? Man muss mindestens 14 Jahre alt sein. Man braucht einen Elektroscooter mit Betriebserlaubnis und man braucht eine aktuelle Versicherungsplakette hinten dran. Muss hier mal schauen, rechts vor links. Alles klar. Die Versicherungsplakette, die gilt vom 1. März bis Ende Februar des Folgejahres. Ansonsten ein Helm ist nicht vorgeschrieben. Ich trage aber einen aus stylischen Gründen. Sieht natürlich total gut aus, aber hat einen netten Nebeneffekt. Schützt den Kopf ziemlich gut. Einen Führerschein brauche ich auch nicht. Und ja, was gibt es noch so zu beachten? Mindestens 14 Jahre alt habe ich gesagt. Auf gar keinen Fall darf ich zu zweit fahren. Ein großes Problem haben wir auf jeden Fall mit dem Thema Alkohol in Zusammenhang mit Elektroscooter. Nicht nur bei Unfällen, wo wir eine Alkoholisierung feststellen, sondern auch bei Verkehrskontrollen. Was viele unterschätzen ist, auf dem Elektroscooter gelten strenge Alkoholregeln, so wie beim Pkw-Fahren, beim Autofahren auch. Das heißt, alle, die noch keine 21 Jahre alt sind, für die gilt eine 0,0 Promille-Grenze. Gar kein Alkohol. Und das Gleiche gilt für all diejenigen, die sich noch in der Probezeit befinden. Auch hier 0,0 Promille. Ansonsten gilt, schon ab 0,5 Promille begehe ich eine Ordnungswidrigkeit, mindestens 500 € Bußgeld erwarten einem dann, Punkte und Fahrverbot inklusive natürlich. Und ab 1,1 Promille begehe ich sogar eine Straftat. Was ebenfalls viele nicht wissen, schon ab 0,3 Promille kann ich mich im Bereich einer Straftat bewegen, wenn ich alkoholbedingte Ausfallerscheinungen habe und das dann auch nachgewiesen festgestellt wird. Ab 0,3 Promille schon eine Straftat. Das scheint so nicht allen bekannt zu sein. Und ein weiteres Problem ist oder sind die Drogen. Marihuana, Koks, Amphetamine und. Auch hier gelten relativ strenge Grenzregeln. Und auch hier haben wir entsprechende Feststellungen auf dem Elektroscooter. Diese Menschen sind auch unsicherer unterwegs. Also mein ganz klarer Tipp, Finger weg von Alkohol und Drogen, bevor ich mich auf einen Elektroscooter schwinge. Und dann kann die sichere Fahrt auch losgehen. So, kommen wir mal zum Thema rechts abbiegen und links abbiegen. Mit rechts abbiegen fangen wir an. Da vorne ist eine Einmündung, da möchte ich rechts rum. Und das Problem ist, ich habe hier einen Gasgriff am rechten Daumen. Wenn ich ein Handzeichen rechts mache, muss ich vom Gas kurzzeitig runter. Also zuerst Schulterblick rechts, richtig nach hinten gucken, Handzeichen rechts, Kontrollblick und dann kann ich hier rumzirkeln. Und links abbiegen ist ähnlich. Schulterblick links, Handzeichen links, dann kann ich mich hier einordnen. Von vorne kommt nichts. Kontrollblick und dann in einem großen, weiten Bogen rumfahren. So leicht ist das. Okay, kommen wir mal zu der Frage, wo darf ich mit dem Elektroscooter überhaupt fahren? In diesem Standardbeispiel hier, einer Straße mit angelegten Gehwegen auf beiden Seiten und der Fahrbahn für Kfz, muss ich auf der Fahrbahn fahren. Und zwar mit den anderen Kfz und Radfahrenden zusammen. Möglichst weit rechts, versteht sich. Ich darf nicht auf dem Gehweg fahren. Hier bei diesem Verkehrszeichen, getrennter Rad- und Gehweg, muss ich die Fläche des Radweges als E-Scooter-Nutzer nehmen. Auch diese Fläche, ein gemeinsamer Geh- und Radweg, muss ich nutzen. Es gilt auch hier das Rechtsfahrgebot. Auch diesen beschilderten Sonderweg für Radfahrer muss ich benutzen. In einer Fahrradstraße dürfen E-Scooter fahren, ja, kein Problem. Und nun kommen wir aber mal zu den Beispielen, wo ich nicht lang fahren darf. Hier zum Beispiel
In einer Fußgängerzone, da darf ich nicht mit dem E-Scooter fahren. Auch nicht, wenn hier das Schild Radfahrerfrei zu sehen ist. Ja, richtig, Radfahrende dürfen hier reinfahren, aber ich als E-Scooterfahrer nicht. Auch diese extra beschilderten Sonderwege für Fußgänger darf ich nicht befahren, weder als Fahrradfahrer noch als E-Scooterfahrer, das sollte eigentlich klar sein. Und bei diesen Verkehrsschildern Sonderweg Fußgänger mit Radfahrer frei darf ich als Elektroscooterfahrer auch nicht reinfahren. Also Radfahrer dürfen hier natürlich fahren, klar, E-Scooter nicht. Wollte die Straßenverkehrsbehörde, dass auch hier E-Scooter langfahren dürften, bräuchte es ein weiteres Verkehrsschild, wie hier eingeblendet, und zwar Elektroscooter frei. Eine Ausnahme bietet aber diese Verkehrszeichen-Konstellation hier: Verbot der Einfahrt mit Zusatzzeichen Radfahrer frei. Hier darf ich als Elektroscooterfahrer reinfahren, also Radfahrer und E-Scooter frei. Aber das ist als einzige Ausnahme zu verstehen, wenn das Verkehrszeichen Radfahrer frei vorhanden ist. Nur hier. Und um diese etwas verwirrende Regelung noch einmal zusammenzufassen: Bei den Sonderwegen Fußgänger mit Radfahrer frei, hier links zu sehen, darf ich als E-Scooterfahrer nicht reinfahren. Und bei der Konstellation Verbot der Einfahrt mit Zusatzzeichen Radfahrer frei rechts darf ich aber als E-Scooterfahrer reinfahren. Im Übrigen, auch als E-Scooterfahrer kann ich jederzeit absteigen und schieben. Dann gelte ich als Fußgänger und dann kann ich auch selbstverständlich da so reingehen. Das heißt, wenn ich einen Gehweg oder eine Fußgängerzone fahrend nutzen möchte, dann geht das nur, wenn das Zusatzschild E-Scooterfrei vorhanden ist. Ja, in vielen Städten kann ich mir einen Elektroscooter leihen, aber es gibt natürlich auch die Chance, sich einen zu kaufen. Und da möchte ich mal meine persönlichen Tipps hier geben. Zum einen würde ich vorschlagen, einen Elektroscooter zu nehmen, der größere Reifen hat. Größere Reifen machen das Leben in vielen Lebenssituationen leichter, zum Beispiel auf Kopfsteinpflaster, dann rüttelt das nicht so sehr. Bei dem bekomme ich hier manchmal schon eine Gehirnerschütterung. Aber auch wenn die Fahrbahn nass ist, kann ich leichter durch Pfützen durchfahren. Bei Schnee ist es sowieso nicht zu empfehlen. Die Aufnahmen, die man jetzt sieht, die habe ich nur mal gemacht auf abgesperrtem Gelände, um das mal zu verdeutlichen. Das haben wir ganz schnell wieder sein lassen. Aber auch bei Herbstlaub ist es von Vorteil, größere Reifen zu haben, damit man nicht so leicht wegrutschen kann. Dann gibt es Elektroscooter mit Blinker. Ja, das gibt es und hat den Vorteil, ich brauche die Hand nicht raushalten, so wie hier jetzt beim Rechtsabbiegen. Das machen wir jetzt nämlich auch. So, nochmal Kontrollblick. Also Elektroscooter mit Blinker. Dann gibt es Scooter mit Kombibremse. Kombibremse heißt, ich habe nur einen Bremshebel und der bedient aber Vorderrad und Hinterrad. Und last but not least empfehle ich eine Handyhalterung, denn Überraschung, es ist natürlich auch bei einem Elektroscooter verboten, ein Handy in der Hand zu halten und es zu benutzen. Und eine Handyhalterung hier zum Navigieren zum Beispiel, die erleichtert das Leben schon sehr. Also das sind meine Tipps für den Kauf eines Elektroscooters. Ja, das war es soweit. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Sie in die Welt der Elektro-Kleinstfahrzeuge, E-Scooter mit reinnehmen. Ich wünsche immer eine gute Fahrt. Ich hoffe, dass Sie sich gut sichtbar machen. Das erhöht die Sichtbarkeit. Ich hoffe, dass Sie vielleicht einen Helm tragen sogar. Und großen Dank an meinen Kameramann da vorne und an die Deutsche Verkehrswacht für das Ausleihen des Elektroscooters. Das ist eine tolle Zusammenarbeit mit euch. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.